Hey Leute, wie viele Aufgaben verstecken sich gerade ungelesen in deinem Postfach? Am Ende dieses Videos hast du einen kleinen Assistenten gebaut, der jede neue E-Mail liest, die Aufgaben daraus erkennt und automatisch in deine To-Do-Liste einträgt. Komplett ohne Programmieren. Und ganz nebenbei verstehst du, was N8N ist und wie du damit so etwas selbst zusammensteckst. Los geht's. Also, unser Ziel heute in einem Satz: kommt eine neue E-Mail rein, liest die KI sie und wenn eine Aufgabe drin steht, landet sie automatisch als Task in To-Do-Ist. Wir bauen das Schritt für Schritt nach, du kannst es genauso nachklicken. Als erstes melden wir uns hier mit einem kostenlosen Testaccount an und können dann rechts oben einen neuen Workflow erstellen. Ein Workflow in N8N besteht aus sogenannten Nodes. Diese können wir hier rechts oben auswählen. In unserem Beispiel benutzen wir Gmail als E-Mail-Provider und setzen Trigger bei Empfang einer E-Mail. Wichtig ist, dass N8N autorisiert wird, auch auf Gmail zuzugreifen. Das geht komfortabel über die Oberfläche. Damit die E-Mail als Ganzes empfangen werden kann, muss das standardmäßig aktivierte Simplify deaktiviert werden. Wir senden uns eine Test-E-Mail und können diese dann über die Oberfläche fetchen. Hier die E-Mail in N8N dargestellt. Rechts oben findet ihr ein kleines Anpin-Symbol. Damit könnt ihr den Output festhalten und jedes Mal, wenn der Workflow durchlaufen wird, reproduzieren. So, der Startpunkt steht. Jetzt der Kern des Ganzen. Dieser Baustein heißt Information Extractor. Er lässt eine KI den Mailtext lesen und daraus strukturierte Daten herausziehen. Nicht bloß Fließtext, sondern klar getrennte Felder. Der Text in HTML-Format befindet sich in dem Attribut Text as HTML. Ich sage der KI über ein kleines Beispielschema, was ich haben will. Einmal Has To-Dos, gibt es überhaupt Aufgaben? Ja oder nein? Und eine Liste To-Dos mit jeweils der Aufgabe und einem Fälligkeitsdatum. Dazu kommt ein Systemprompt, quasi die Arbeitsanweisung. Lies die E-Mail, zieh dir nur echte, umsetzbare Aufgaben für den Empfänger heraus, ignoriere Newsletter und reine Infos. Und wenn eine Frist genannt ist, schreib es als Datum dazu. Ich führe das mal aus und da wir noch kein Sprachmodell ausgesucht haben, wird ein Fehler geschmissen. Die Auswahl eines Sprachmodells ist hier über die Oberfläche ganz einfach. Ich nehme ein Claude-Modell. Du kannst genauso auch ein OpenAI oder ein Google-Modell nehmen. Das Prinzip bleibt gleich. Über den Play-Button kann ich den Information Extractor einmal ausführen. Und wenn wir reingucken, sehen wir, dass die KI sauber strukturiert alle Aufgaben inklusive Datum zurückgibt. Das Ergebnis pinnen wir hier an. So müssen wir bei der Entwicklung des Workflows nicht jedes Mal auf das Ergebnis der KI warten. Jetzt brauchen wir einen Mechanismus, der E-Mails mit und ohne To-Dos unterscheidet. Das geht hier mit dem sogenannten if-Node. Dazu wählen wir das von der KI beschriebene Attribut has-to-do und setzen das auf True. Der Output bestätigt, dass es sich hier um eine E-Mail mit To-Dos handelt. Da eine einzige E-Mail mehr als eine Aufgabe enthalten kann, benutzen wir den sogenannten Split-Out-Node, um diese Liste von Items aufzuteilen. Aus einem Element werden mehrere. Eine Aufgabe, ein Datensatz. Das ist ein Grundprinzip in N8N. Daten fließen als einzelne Items durch den Workflow. Und jetzt der Payoff. Wir legen die Aufgaben wirklich in To-Do-Ist an. Auch To-Do-Ist wird als Node angeboten und wir entscheiden uns für die Create Task Node. To-Do-Ist ist ebenfalls mit einem Klick verbunden, hier über Connect to To-Do-Ist. Über Allow Access ist To-Do-Ist autorisiert und wir können den Node konfigurieren. Als erstes wählen wir das Standardprojekt Inbox. Hier kommen die To-Dos rein. Dann verknüpfen wir die Felder. Der Inhalt der Aufgabe kommt aus dem Feld Task und das Fälligkeitsdatum aus dem Feld Due, das die KI vorhin erkannt hat. Aktuell befinden sich noch keine To-Dos in To-Do-Ist. Jetzt führen wir das Ganze einmal aus und sehen, dass 3 To-Dos angelegt wurden und wir sehen sie auch in To-Do-Ist und können sie jetzt einzeln abhaken.
Soweit, so gut. Das Ganze funktioniert. Wir schließen das mal. Was ist mit den Mails ohne Aufgabe? Diese wollen wir mittels eines Gmail-Nodes labeln. Und zwar über add-label to message. So behalte ich immer einen Überblick, welche E-Mails keine To-Dos haben. Über den Gmail-Trigger kann ich mir die Message-ID ziehen und kann dann eins meiner vorhandenen Labels aussuchen. In diesem Fall Not to Do. Wir wollen das Ganze jetzt einmal testen und wir bekommen die Benachrichtigung, dass dieser Node nicht ausgeführt wurde. Das ist klar, da die aktuelle E-Mail ja To-Dos enthält. Ich habe hier mal eine E-Mail vorbereitet ohne To-Dos. Die schicken wir uns gerade mal. Und müssen natürlich jetzt dran denken, die PIN-Nadel zu deaktivieren, damit auch neue E-Mails aus Gmail herausgelesen werden und durch die KI bearbeitet werden können. Nun drücken wir auf Execute Workflow, das Ganze läuft durch und über den if-Zweig in den else rein. Jetzt gucken wir in Gmail und sehen, aha, das Ganze wurde gelabelt. Nun probieren wir es nochmal mit einer E-Mail, die eine To-Do enthält. Führen den Workflow aus und sehen, diesmal geht er über den True-Zweig in Split-Out, eine To-Do, die wir wieder abhaken können. Nun, da wir wissen, dass alles funktioniert, wollen wir unseren Workflow veröffentlichen. Dazu klicken wir auf Publish und veröffentlichen den ganzen Workflow. Ab jetzt reagiert der Workflow immer, wenn ich eine neue E-Mail bekomme. Wir testen das Ganze mal, indem wir uns 3 E-Mails schicken, eine Rechnung, eine E-Mail mit 3 To-Dos drin und eine E-Mail ohne To-Dos. Da der Workflow jetzt gepublished ist, wird dieser jetzt automatisiert durchlaufen, ohne dass ich noch auf Execute Workflow klicken muss. Wir warten kurz und beobachten unseren Eingang von To-Do-Ist und da sehen wir 4 neue To-Dos. Gucken wir mal, ob das Labeling auch funktioniert hat und wir gehen in Gmail und sehen, ja, 2 E-Mails sind gelabelt. Ich hoffe, dieses Tutorial hat dir gefallen. Ich werde den kompletten Workflow zum Herunterladen und Importieren in die Videobeschreibung packen. Und wenn dir meine Erklärungen gefallen haben und du noch mehr über N8N wissen willst, dann check doch unbedingt auch mal den Link zu meinem N8N-Kurs.